Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute zeige ich euch anhand dieser zwei niedlichen Häschen, wie ihr euch eure eigene Silikonform erstellen könnt, um dann weitere kleine niedliche Häschen daraus zu gießen. Alle verwendeten Materialien habe ich euch in der Infobox verlinkt. Und wenn ihr wissen möchtet, wie ihr dieses schöne Perlmutt-Tablett herstellen könnt, dann verlinke ich euch dieses Video dafür ebenfalls. Ich hoffe, euch gefällt das Video und freue mich natürlich über einen Daumen nach oben oder ein Abo und wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachmachen. Als erstes braucht ihr natürlich eure Figuren. Ich habe jetzt hier diese zwei Hasen. Da muss man natürlich immer gucken, dass die schon nicht so, also dass die schon relativ eben sind. Weil natürlich jede Unebenheit, so wie hier, ich weiß nicht, ob ihr das in der Kamera sehen könnt, ist dann natürlich auch bei der Silikonform mit dabei. Aber die beiden finde ich sehr niedlich und davon hätte ich gerne noch ein bisschen mehr für meine Deko zu Hause. Und daher machen wir das jetzt mit diesen. Das erste, was ihr machen müsst, ist eine Form erstellen. Also hier unten wird die Figur aufgeklebt, weil es an einer glatten Stelle am besten funktioniert. Und dann brauchen wir eben eine Form, damit das Silikon nicht wegläuft. Und wie ich diese Form jetzt für diese zwei Hasen erstelle, zeige ich euch. Ich habe da einmal Pappe und Heißkleber. Damit funktioniert es eigentlich am besten. Sind die beiden Formen fertig. Da habe ich vielleicht ein bisschen zu viel Platz gelassen am Rand. Das ist mir doch etwas groß geraten. Aber naja, wichtig ist, dass ihr auf jeden Fall hier diesen Rand und auch hier das sehr, sehr gut abdichtet. Ich habe ist nicht die erste Form, die ich mache. Und ich habe es auch schon gehabt, dass hier mir dann das Silikon rausgelaufen ist. Und das ist wirklich sehr ärgerlich. Weil dann kann man es vielleicht versuchen noch zu kitten, aber ja, besser ist es natürlich, wenn das Silikon gleich an Ort und Stelle bleibt. So. Wichtig ist, dass der Hase oder die Figur gut am Boden sitzt, damit, wenn wir das Silikon gleich einfüllen, es nicht hochkommt. Und ja, so kann man einfach eine ganz schnelle Silikonform machen. Und jetzt kümmern wir uns um das Silikon.
So, ich habe das Silikon jetzt einmal zusammengemixt. Das ist hier immer 50-50, also 50-50 das Mischverhältnis. Man kann vorher auch die Form mit Reis füllen und dann gucken, wie viel Gramm man an Reis benötigt hat. Das passt dann immer ganz gut mit dem Silikon. Da ich jetzt hier aber ein Silikon habe, was erst in 10 oder in 12 Stunden, glaube ich, durchgehärtet ist, ist das jetzt kein Problem. Da habe ich jetzt erstmal ein bisschen was gemacht und kann das dann noch nachkippen. Das ist kein Problem. Das bindet sich dann trotzdem sehr gut. Es wird auch dann erstmal in den Kühlschrank noch gestellt, damit die Luftblasen weggehen. Also es gibt aber auch durchaus Silikone, hatte ich auch schon, die sind dann nach einer halben Stunde oder nach 1-2 Stunden schon trocken. Das muss man dann immer gucken, da muss man natürlich dann vielleicht ein bisschen genauer das abmessen. Das ist jetzt hier aber nicht so schlimm bei diesen Silikonen. So, und jetzt gieße ich das ganz langsam über die Form drüber, damit sich das von oben auch gut an oder ranschmiegt. So, ich hoffe, ihr könnt das sehen. Ich würde euch immer empfehlen, Handschuhe zu tragen, weil das dann einfach angenehmer ist. Das klebt sonst schon ziemlich. Und ich benutze die Handschuhe dann wieder. Ich ziehe die dann aus und benutze die dann mehrere Male, damit man da nicht so viel wegschmeißt. So, ich habe ja schon am Anfang gesagt, dass diese Form mir relativ groß geraten ist. Das sieht man jetzt also. Jetzt sind hier ungefähr 400 Gramm drin und sie ist noch nicht ganz voll. Ich werde jetzt nochmal 400 Gramm ansetzen oder vielleicht sogar 500 Gramm. Vielleicht kann ich dann die kleine hier auch gleich mit zumachen. So sieht es jetzt erstmal aus. Der Kopf guckt noch raus. Ich habe jetzt beide Formen mit Silikon befüllt und tatsächlich dafür auch eine Packung gebraucht. Man hätte die Form vielleicht etwas enger noch fassen können. 1 cm würde ich aber immer empfehlen, dass zu den Kanten 1 cm Abstand ist, damit das Silikon schön reinlaufen kann und die Form anschließend auch eine gewisse Stabilität hat. Obwohl ich weiß, dass das Silikon sich immer seinen Weg sucht und ich eigentlich der Meinung war, dass diese Form jetzt hier ausreichend mit Heißkleber dicht gemacht wurde, ist es trotzdem so gewesen, dass hier an dieser Verbindungsstelle zwischen den 2 Pappen das Silikon rausgelaufen ist und ich also einen ganzen Berg von Heißkleber darum basteln musste, um das aufzufangen. Also wenn ihr eure Formen macht sie lieber doppelt und dreifach dicht, weil auch der kleinste Spalt kann dann eben schon zur Folge haben, dass das Silikon euch wegläuft. Jetzt kommen die beiden Formen in den Kühlschrank für 1 bis 2 Stunden und danach müssen sie dann nochmal 10 Stunden aushärten. Es gibt verschiedene Silikone, aber bei diesem ist es eben sehr angenehm, dass das relativ unproblematisch ist, wenn man es zubereitet quasi. Dann braucht man sich nicht so beeilen, weil man dann den Druck hat, den zeitlichen, dass es dann schon aushärtet, sondern hier kann man in aller Ruhe dann nochmal eine Portion nachgießen. Aber es dauert natürlich lange, bis es dann tatsächlich ausgehärtet ist. Ich hatte auch schon anderes Silikon, dieses hier zum Beispiel. Das ist auch sehr schön zu verarbeiten, bloß hiervon hatte ich jetzt nicht mehr genug. Und das ist, glaube ich, nach einer halben Stunde nach einer Stunde ist das also schon ausgehärtet. Ne? Das ist natürlich schon ein Unterschied von dem zu dem. Dieses ist auch ein bisschen weicher im Endergebnis. Dieses ist sehr fest nachher. Ich bin gespannt, ob ich die Hasen da gut rauskriege oder ob ich die Silikonform einschneiden muss. Aber jetzt muss sie erstmal aushärten. Und wenn sie ausgehärtet ist, dann sehen wir uns wieder. Das Silikon ist jetzt vollständig ausgehärtet. Das habe ich über Nacht aushärten lassen. Man merkt auch, dass man jetzt hier oben anfassen kann, dass nichts mehr flüssig ist und alles fest. Und jetzt können sie ausgepackt werden.
habe jetzt beide ausgepackt und es ist tatsächlich so dick. Also wenn ihr das macht, macht es ein bisschen dünner. Den Rand ist es auf jeden Fall jetzt so dick auch und das Silikon ist auch so unflexibel, dass ich die beiden Formen jetzt einschneiden werde, damit ich dann auch die zukünftigen Gießergebnisse da gut rausholen kann. Also gucke ich mir an, ich weiß ja ungefähr, wie die Form aussieht. Ich sehe, hier ist vorne, hier ist hinten und hier ist hinten der blanke Rücken quasi. Also werde ich jetzt hier mit einem Messer die Form einschneiden. Vorsichtig, das ist eigentlich kein Problem. Dann kann man die dann, wenn man sie gießt, wieder zusammenpacken und dann hat man da eigentlich auch keinen Abdruck. Aber ihr seht ja nachher das Gießergebnis sowieso. So, jetzt gucke ich mal, ob es schon funktioniert. Nein, braucht noch ein bisschen Spiel. Also wäre weniger Silikon oder eine engere Form da schon besser gewesen. So, jetzt habe ich den Kopf. Jetzt gucke ich mal, ob ich ihn jetzt rausholen kann. Mal gucken, dass die Ohren da nicht abgehen oder dabei kaputt gehen, wenn man ihn rausholt. Weil die natürlich die filigransten Teile sind, aber ich muss, glaube ich, noch ein bisschen einschneiden. So, ihr seht hier sehr gut, wie dick das Silikon ist. Und das ist natürlich ein ordentlicher Klotz. So. Da sind die Ohren. Wenn wir noch ein bisschen freischneiden. So, jetzt sollte er aber eigentlich rauskommen können. So, da ist er wieder. Und die Silikonform, so ein bisschen Pappe, sieht dann so aus. Und wenn man die wieder so zusammendrückt, dann ist das kein Problem. So, hier auch gucke ich bei der Form, wo vorne und wo hinten ist. Hier hinten ist der Schwanz. Dann schneide ich hier neben dem Schwanz die Form ein bisschen ein. So. Dass ich da notfalls auch eine gute Fläche habe, falls ein Abdruck zu sehen sein sollte, dass ich das gut wegschleifen kann. So, gucken, ob das bei der Form schon reicht. Ja, die Ohren sind immer die größte Sollbruchstelle. So, gut, er ist auch wieder draußen. Und jetzt werde ich die Form noch ein bisschen hier oben, was übersteht, abschneiden. Aber eigentlich gefällt mir das hier schon ganz gut als Boden unten. Und dann werde ich die gleich einmal gießen und dann euch das Endergebnis zeigen. Die Zeit ist um und wir holen die Form heraus. Wir haben jetzt 30 Minuten gewartet. Ich habe die Form so gut wie ich konnte wieder zusammengelegt, innen drin. Habe ich mir die Kante angeguckt und dann eben mit ein paar Gummibändern fixiert. Wenn ihr so aufgeschnittene Formen habt, dann ist es manchmal mit dem Luftblasen rausschütteln ein bisschen schwierig, weil muss man immer gucken, dass man jetzt nicht das so drückt, dass man hier an der Seite drückt, wo der Schlitz ist. So, gucken wir mal, was das Häschen sagt. Die Ohren, da muss man immer ganz vorsichtig sein. Die natürlich
So. Aber das ist doch ganz gut geworden. Hier sieht man ein bisschen die Naht. Aber da kann ich dann hier mit einem weichen Schleifpad rübergehen und das wegschmürgeln. So, dann ist die Naht schon mal weg. Und wie man diese kleinen Luftblasen wegbekommt, zeige ich euch ja auch in einem Video bald. Das ist also auch kein Problem, aber das ist doch ganz gut geworden. Gucken wir mal beim zweiten nach, wie das geworden ist. So, da ist der Schnitt. So, das ist auch schick geworden. Gutes Ergebnis. Hier sieht man auch ein bisschen die Naht. Also man könnte da schon versuchen, es ein bisschen besser ranzulegen, zusammenzulegen wieder. Wenn ihr natürlich anderes Silikon habt, also es ist natürlich, man muss vielleicht auch mal gucken, für was braucht man das Silikon. Die Formen sind natürlich sehr stabil, also stehen gut, sind aber natürlich nicht so flexibel und natürlich auch aufgrund der Dicke, die es jetzt bei mir einfach hatte, noch unflexibler. Also für euch der Hinweis, macht sie eben ein bisschen dünner und guckt eben, welche Formen da raus sollen, welche Formen ihr damit machen wollt. Aber ich finde, die beiden können sich sehen lassen. Ja, die Form könnt ihr jetzt mal wieder verwenden, aber sie ist eben, wie gesagt, sehr massiv und ja, kann bestimmt ein bisschen dünner gemacht werden. Und beim nächsten Mal werde ich das auch vielleicht ein bisschen anders machen. Aber das soll es jetzt erstmal gewesen sein. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und macht vielleicht jetzt auch nächstens eure eigenen Silikonformen. Tschüss!